liberalen Gesellschaften gibt es sehr große ökonomische Ungleichheiten. Jetzt bietet das liberale Skript eine Reihe von Narrativen oder Mythen an, um diese Ungleichheiten zu rechtfertigen. Allerdings passen diese Narrative immer weniger mit der empirischen Realität zusammen. 2 Beispiele. Ein zentrales liberales Versprechen: Wer arbeitet, ist nicht arm. Was sehen wir? Der Anteil von Haushalten, wo mindestens eine Person erwerbstätig ist, die trotzdem unterhalb der Armutsgrenze leben, ist stetig gestiegen. Ein weiteres Beispiel. Liberales Versprechen: Aufwärtsmobilität. Die Eltern haben es vielleicht heute schwer, aber den Kindern wird es besser gehen. Was sehen wir? Vor allem die Generationen, die seit 1980 geboren sind, die Millennials, haben es zunehmend schwer, den gleichen Lebensstandard zu erreichen wie ihre Eltern. Und das hat vor allem strukturelle Gründe. Was haben diese Narrative gemeinsam? Sie fokussieren alle ganz stark auf den Einzelnen. Wenn ich härter arbeite, wenn ich mich mehr anstrenge, dann wird sich das Problem schon lösen. Die Probleme aber sind überwiegend struktureller Natur und können so gar nicht aufgelöst werden. Wenn nun diese Narrative immer weiter auseinanderklaffen mit der empirischen Realität, die die Menschen ja um sich herum beobachten, dann ist es nicht verwunderlich, wenn sich vor allem junge Erwachsene zunehmend vom liberalen Modell abwenden und nach Alternativen suchen. Verdienst oder mit einem anderen Wort Leistung ist wohl das Prinzip, das am häufigsten angeführt wird, um die ungleiche Verteilung von Einkommen, Vermögen, Positionen und Ämtern in liberalen Gesellschaften zu rechtfertigen. Die Menschen betrachten deshalb ihre liberale Gesellschaft als eine Meritokratie, also als eine Gesellschaft, die in Bereichen vom Leistungsprinzip beherrscht wird. Aber ist Leistung wirklich ein gutes Kriterium für eine ungleiche Verteilung? Daran bestehen ernsthafte Zweifel und ich möchte 4 nennen. Meritokratien halten de facto nicht, was sie versprechen. Denn man kann auch durch Erbschaften natürliche Talente wie Schönheit, Sportlichkeit, Geschicklichkeit oder reines Glück eben an Macht und Reichtum kommen, ohne besondere Anstrengungen zu unternehmen. All diese Faktoren basieren auf einer Art Lotterie der Natur, die zu Ungleichheit führt, ohne dass dies in liberalen Gesellschaften als problematisch angesehen wird, obwohl gar keine Leistung vorliegt. Darüber hinaus hängen die tatsächlichen produktiven Leistungen einer Person im hohen Maße von ihren sozialen Umständen und ihrer genetischen Ausstattung ab. Beides beruht nicht auf eigener Verantwortung, sondern auf biologischer und sozialer Herkunft. Dies beruht letztendlich auf purem Glück und hat wiederum nichts mit Leistung zu tun. Es ist vielmehr auch moralisch gesehen zufällig und deshalb ungerecht. Die gängige Auffassung der Leistungsgesellschaft ergibt zudem für sich genommen gar keinen Sinn. Denn die üblichen Kriterien für Verdienst, die angenommen werden, nämlich Anstrengung, Opfer oder Produktivität, können nicht unparteiisch objektiv beurteilt werden. Schließlich stehen die in der Wirtschaft üblicherweise herangezogenen Verdienstkriterien in einem Widerspruch zu den Grundsätzen der freien Marktwirtschaft, nämlich Angebot und Nachfrage, die ihrerseits wiederum gar nicht auf Verdienst basieren. All diese Spannungen zusammengenommen erfordern eine Neukalibrierung der Meritokratie innerhalb des liberalen Skripts.